Im nördlichen Waldviertel, nahe der tschechischen Grenze, steht in der Marktgemeinde Heidenreichstein eine der besterhaltenen und imposantesten Wasserburgen Mitteleuropas. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Burg im Eigentum der Familie Kinski. Da bist du. Kari! Hallo, servus. Nettie Kinski ist in Heidenreichstein gemeinsam mit ihren Geschwistern aufgewachsen. Für sie ist die Burg heute noch Heimat und Rückzugsort. Und sie verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem alten Gemäuer. Einige davon hat ihr Vater, Christian Kinski, auf Super 8-Filmen festgehalten. Kari, komm weiter, bitte. Danke vielmals. Gut, hier befrage ich dich jetzt. Ja. Verhöre dich. Die erste Setz dich. Sache, Ja. die ich dich einmal fragen wollte, ist, Heidenreichstein ist ja eine uralte Burg. Ja, 800 Jahre alt, also 800 12. Jahre. Jahrhundert. Und da musst du mir jetzt helfen. Ich habe immer gedacht, ihr seid schon ein paar hundert Jahre hier. Nein, Nein, ganz und gar nicht. Es ist so gekommen, also eigentlich kannst du sagen, wir sind dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil es war ja die letzten 300 Jahre im Palffy-Besitz, die Fürsten Palffy. Und der letzte Palffy, Ladislaus, hatte keine Kinder und hat sich vor allem mit seiner Familie ein bisschen, glaube ich, übers Kreuz gekommen, weil er hat nicht standesgemäß geheiratet und ich weiß nicht was. Also man hat ihn, glaube ich, ein bisschen geschnitten. Daraufhin hat er gefunden, okay, meine Familie kriegt halt dann nichts und ich werde das an meinen besten Freund vererben, nämlich meinen Großvater, Van der Straten. Und so ist es an meinen Großvater gekommen. Mein Großvater hat es dann an meine Mutter weitervererbt, die, glaube ich, immer gesagt hat, um Gottes Willen, ich kann nur keine Burg, das ist wirklich das Ärgste. Sie hat, glaube ich, immer gedacht, sie wird auch in Weinern sitzen. Aber nachdem sie eine ältere Schwester hatte, ist die in Weinern gesessen und die Mami ist nach Heidenreichstein gekommen. Der eigentliche Sitz der Familie van der Straten war das Schloss Weinern in der wenige Kilometer entfernten Gemeinde Groß-Sieghans. Das Schloss befindet sich heute im Besitz der Familie Bossi-Fedrigotti. Auf Schloss Weinern wuchs auch Rudolf van der Straten-Pontortz auf. Da er Adjutant Franz Ferdinands war, befinden sich zahlreiche Aufnahmen des Thronfolgers in seinem Besitz, die bislang nur im privaten Kreis hergezeigt wurden. Ich glaube, er hat ihn immer bewundert und dann wurde er eben zu seinem Adjutanten und das war, glaube ich, für ihn Das Schönste. das Beste, was ihm je geschehen konnte im Leben. Ja. Deswegen, ich habe nämlich gerade gesehen, hier gibt es ein Album, da steht drauf, Erzherzog Franz Ferdinand. Ja, ja. Was ist da drinnen? Du, da sind diverse Fotos drinnen vom Thronfolger, penibelst aufgeschrieben, wann, was genau. Konobisch, das passiert Belvedere. ist. Ja, Schauen wir hier. Genau, das Am sind Pferd. die Kinder vom Thronfolger. ja.
Ja, und wenn du nämlich ganz hinten siehst, ist es ganz genau jedes Bild beschrieben, wer wo und mit wem und auch mit Datum. Und wenn du jetzt schaust, ist dieses eine Bild, kann ja nur ein paar Tage vom Attentat gewesen sein, weil es steht Juni 1914 dort. Juni 1914, ja, es kann wirklich nur ein paar Tage gewesen sein. Da war die Welt noch in Ordnung für sie. Aber da war dein Großvater mit? War der auch in Sarajevo? Nein, mein Großvater hätte nach Sarajevo fahren sollen. Und das war alles ausgemacht, aber weil seine Mutter krank war, hat man ihm gesagt, er soll zu Hause bleiben, er soll nicht mitkommen. Aha. Und dann ist das Attentat passiert in Sarajevo und mein Großvater hat sich, glaube ich, bis zu seinem letzten Tag Vorwürfe gemacht, dass er nicht dabei war. Weil er hat immer gesagt, wenn er gefahren wäre, wäre das nicht geschehen. Aber wenn wir heute nach hinten blicken, wissen wir, es wäre geschehen. Ja. Also das hat ihn sein Leben lang beschäftigt? Ja, das hat ihn sehr beschäftigt und das war natürlich für ihn wirklich eine Katastrophe. Nach dem schmerzlichen Verlust seines Dienstherrn und Vorbilds Franz Ferdinand wurde van der Straten erster Stallmeister bei Kaiser Franz Josef. Aber auch den Kaiser musste der Großvater von Nettie Kinski nur knapp 2,5 Jahre später zu seiner letzten Ruhestätte in die Kapuzinergruft geleiten, wie auf zahlreichen Bilddokumenten der Begräbnisfeierlichkeiten zu sehen ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der leidenschaftliche Reiter van der Straten zum ersten Leiter der spanischen Hofreitschule bestellt. Es gelang ihm, die imperiale Reitkunst in die neue, der Monarchie und dem Adel nicht unbedingt wohlgesonnene demokratische Ordnung hinüberzuretten. Um die Popularität der Lipizzaner zu steigern, machte er die Vorführungen in der spanischen Hofreitschule für die Öffentlichkeit zugänglich und unternahm Gastspielreisen ins Ausland. Dadurch wurden die Lipizzaner so populär, dass es zu einem nationalen wie auch internationalen Aufschrei kam, als im wirtschaftlich am Boden liegenden Österreich 1925 die Einstellung des Betriebs überlegt wurde. Du warst zu jung, du warst 3 Jahre alt, wie dein Großvater gestorben ist. Hast du trotzdem gehört, so Geschichten, überhaupt so Lipizzaner, spanische Hofreitschule, gibt es ein bisschen was? Ja, also ein paar Geschichten gibt es schon. Also ich weiß, wie mein Großvater begonnen hat in der spanischen Hofreitschule. Da hat man uns immer die Geschichte erzählt, dass er nach England gereist ist mit den Pferden und sie sind dann eben am Königshof aufgetreten und in der Früh vor der Aufführung kommt irgendein Bereiter zu meinem Großvater und sagt, Herr Graf, es ist eine Katastrophe passiert. Alle Pferde sind rosa. Was ist geschehen? Es wurde die Box für die Lipizzaner frisch ausgemalt mit roter Farbe, aber die Farbe war noch nicht trocken und die Pferde waren in der Früh nicht mehr weiß, sondern rosa. Dann wurden sie gewaschen und geputzt und alles, glaube ich, im Amok. Also sie sind aber dann aufgetreten und ich glaube, solche Sachen sind immer wieder passiert. Nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland 1938 wollte Rudolf van der Straten nichts mit den neuen Machthabern in Österreich zu tun haben. Und so zog er sich als Leiter der spanischen Hofreitschule zurück. Er bestimmte aber noch Alois Podajski zu seinem Nachfolger, der später als Retter der Lipizzaner in die Geschichte einging. Habt ihr das ein bisschen geerbt, auch diese Affinität zu Pferden, also deine Mutter oder die Schwester deiner Mutter oder du? Also meine Mutter, die macht einen Riesenbogen um jedes Pferd, aber dafür kam das wieder von der Familie Kinski irgendwie dazu, weil der Papi ist seit seiner Geburt, glaube ich, am Pferd gesessen. Das heißt, habt ihr Pferde gehabt? Jetzt nicht mehr, ja. Früher, ja. Wir haben noch mit den Pferden Holz aus dem Wald herausgeholt und hatten wilde Haflinger, denen man auch nicht nahe kommen durfte. Ich hatte ein Pferd, mein Vater hatte ein Pferd. Aber es war für mich der absolute Horror, wenn ich mit dem Papi ausreiten musste, weil er ist mit riesigen Gärten hinter mir gestanden und hat mein Pferd, das nicht über eine Brücke gehen wollte, von hinten angetrieben. Es war jedes Mal das totale Chaos, weil der ist so aufgestiegen und ich habe immer gehofft, dass der Papi irgendwo nicht mit mir reitet, sondern ich alleine reiten kann und ich dann meine eigenen Wege finden. Bin auch dann irrsinnig runtergeflogen irgendwann einmal und eigentlich nicht mehr draufgestiegen, was vielleicht falsch war, aber okay, so ist es. Hast du dir immer wieder angeschaut, Vorführungen
Erinnerungen von den Lipizanern oder war das nicht so ganz deins? Doch. Ein Erlebnis mit den Lipizanern, wo ich irgendwie ein bisschen stolz drauf bin. Ich bin ja viel ausgegangen, wie du auch weißt wahrscheinlich. Ja. Wir haben uns vielleicht noch nicht so viel getroffen, weil du bist viel jünger wie ich. Aber damals mit unserer gemeinsamen Freundin Pilar sind wir einmal eines Tages wieder aus irgendeinem Nachtlokal gefallen und es war 3 Uhr früh oder ich weiß nicht was und es hat irgendwie so komisch nach Rauch gerochen und wir haben uns gedacht, ja, was ist da los? Und dann sind wir zum Taxi und wir haben gesagt, bitte können wir nach Hause, wir wollen nach Hause geführt werden und dann hat er gesagt, ja, das geht nicht, die Hofburg brennt. Was, die Hofburg brennt? Das ist ja grauenvoll, um Gottes Willen. Ich war natürlich sofort besorgt um die Pferde. Weil ich habe gesagt, ja, aber das ist mit den Pferden und sind die jetzt im Stall und es brennt dort und so. Und dann sind wir an der Hofburg vorbei, was grauenvoll war, weil oben sind die Flammen aus der Nationalbibliothek herausgekommen. Da kam uns schon ein Bereiter entgegen, der gesagt hat, bitte, bitte bleibt da. Wir brauchen jeden, der uns hilft. Wir haben alle Pferde hier im Garten. Und es waren damals 70 Hengste, die im Burggarten wie die Wahnsinnigen herumgelaufen sind. Wir haben dann jeder 3 Hengste am Zügel in der Hand gehalten und so sind wir gestanden bis 7 Uhr früh und dann sind wir schön langsam im Kreis gegangen und sie haben sich wirklich beruhigt, die Pferde, und es war wirklich eigentlich ein ganz tolles Erlebnis und ich habe mir gedacht, mein Großvater wird jetzt von oben runterschauen und sagen, also meine Enkelin, die sich die halben Nächte herumtreibt, heute hat sie mal wirklich was Sinnvolles gemacht und das war wirklich ein schönes Erlebnis. Wir haben dann auch eine Gala-Vorstellung als Dank dafür bekommen. Bilder von Van der Straten findet man mehrfach in der Burg. Diese wurde 1190 durch den Burggraf Heidenreich Stein von Gars errichtet, der ein großer Förderer des Minnesangs war. Die Burg musste sich nie in großen kriegerischen Auseinandersetzungen bewähren und konnte auch während der Hussitenkriege und in den böhmischen Kriegen nicht erobert werden. Ab der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wechselten die Besitzer innerhalb von 100 Jahren gleich mehrmals, bis die Burg 1714 von der Familie Palffy erworben wurde. Die finanzielle Grundlage für den Bau und die Erhaltung von Heidenreich Stein bildeten wie bei fast allen Burgen und Schlössern die dazugehörenden Ländereien. So ist auch heute die Burg nicht nur der ständige Wohnsitz der Eigentümerfamilie, sondern auch Sitz des Kinskischen Forstamtes Burg Heidenreichstein, das eine rund 3000 Hektar große Forst- und Teichwirtschaft verwaltet, sowie die Jagd, ein kleines vom Waldhackgut gespeistes Kraftwerk und das Museum. Die Einnahmen aus den Museumseintritten können die Kosten für die Erhaltung der Burg nicht einmal ansatzweise decken, sind doch stets irgendwelche Ausbesserungsarbeiten durchzuführen. Von den großen, immer wieder notwendigen baulichen Maßnahmen wie Dachdeckerarbeiten ganz zu schweigen. Das Museum kann man im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Führungen besichtigen, wobei man sich in den im Original erhaltenen, weil nie geplünderten oder zerstörten Räumlichkeiten ein sehr gutes Bild vom Leben in einer mittelalterlichen Burg machen kann.
Christian Kinski erweiterte den Museumsbereich der Burg um eine Ausstellung über die Adelsfamilien und Burgherren zu Heidenreichstein, Kinski, van der Straten, Palffy, die ebenfalls im Rahmen von Sonderführungen zu besichtigen ist. Wir wandern in den gelben Salon. Der gelbe Salon, aber wo ist gelb? Also Überall ist es gelb. Also, ja. Kleiner Kamin, ein kleiner Kachelofen. Ja, Das ist dein Vater? das ist mein Vater, ja. Okay. Ehrenbürger von Heidenreichstein war er, steht hier. Und das Stammbaum seid ihr? Oder wer Das ist sind wir, ja. Hier sind wir, die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und geht dann noch 2 Generationen weiter hinauf. Wenn ich das jetzt anmerken darf, das ist relativ oft Dubski, oder? Ja, Dubski. sehr oft Kinski-Dubski. Also ich meine, wenn du dir das anschaust, das geht bis da hinauf, dann würde ich sagen, ist Kinski und Dubski haben ununterbrochen nur untereinander geheiratet. Das durfte man auch, oder? Anscheinend. Ich meine, es ist ja bis jetzt einigermaßen gut ausgegangen. Aber es ist Hohenlohe auch dabei so eine Blutauffrischung. Ja, das kommt allerdings von der Mami. Eine geborene Dubski ist auch eine berühmte österreichische Schriftstellerin, Marie von Ebner-Eschenbach. Man findet sie zwar nicht auf dem Familienstammbaum, es wird ihrer aber in der Ausstellung über die Burgherren gedacht. Marie Dubski von Jebomyslice wuchs als österreichisch-mährische Gräfin nach dem frühen Tod ihrer Mutter bei ihrer Tante und verschiedenen Dienstmädchen und Gouvernanten auf und lernte so das bürgerliche Leben kennen. Nach über 30 kinderlosen Ehejahren mit ihrem Cousin Moritz von Ebner-Eschenbach begann sie eine Uhrmacherlehre in Wien. Gleichzeitig fing sie auch an, Uhren zu sammeln, von denen sich heute einige im Uhrenmuseum in Wien befinden. In dieser Zeit erregte sie erstmals Aufsehen als Schriftstellerin. Der Durchbruch gelang Marie von Ebner-Eschenbach mit den Dorf- und Schlossgeschichten, deren bekannteste Krambambuli ist. Vorliebe empfindet der Mensch für allerlei Dinge und Wesen. Liebe, die echte, unvergängliche, die lernt er, wenn überhaupt, nur einmal kennen. So wenigstens meint der Herr Revierjäger Hopp. Wie viele Hunde hat er schon gehabt und auch gern gehabt. Aber lieb, was man sagt, lieb und unvergesslich ist ihm nur einer gewesen, der Krambambuli. Beim heiligen Hubertus. Dieses Geschöpf musste einen Stammbaum haben, so alt und rein wie der eines deutschen Ordensritters. Eine besondere Rolle im Leben von Marie von Ebner-Eschenbach spielte ihre Nichte Marianne Kinski, die sie lange Jahre in ihrer Arbeit und ihrem Leben unterstützt hat. Nettie Kinskis Onkel ist als Baby noch auf Ebner-Eschenbachs Schoß gesessen. Ihr Vater ist allerdings erst 8 Jahre nach deren Tod 1916 zur Welt gekommen. Eine weitere bedeutende Frau aus der Familie Kinski sucht man in der Burg Heidenreichstein vergebens. Die geborene Gräfin Kinski von Wichnitz und spätere Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. Weltweites Aufsehen erregte sie mit ihrem Roman Die Waffen nieder. 1905 erhielt Bertha von Suttner für ihr pazifistisches Engagement den Friedensnobelpreis und war damit die erst 2. Frau nach Marie Curie, die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Trotz der internationalen Anerkennung wurde sie in ihrer militärisch geprägten Familie nicht sehr geschätzt. Auch in vielen österreichischen Zeitungen begegnete man der Friedensbertha mit Spott und Hohn. Zwar ist auch Nettie Kinski, wie ihre prominenten weiblichen Verwandten, künstlerisch tätig, aber ihre Leidenschaft gilt nicht dem Schreiben, sondern der Fotografie. Eigentlich gehe ich
durch den Wald und schaue, was springt mir irgendwie entgegen, was finde ich jetzt toll, was würde sich gut eignen zum Fotografieren. Draußen im Wald, die Teiche. Und das versuche ich aber auch irgendwie nicht einfach nur abzufotografieren, sondern irgendwie für mich künstlerisch zu verändern. Weil abfotografieren ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig schwierig. Und so entstehen meiner Meinung nach ganz schöne künstlerische Bilder. Von den Teichen und Wäldern rund um Heidenreichstein sind es nur wenige Kilometer nach Tschechien, wo sich in Morkovice ab 1911 die Besitzungen der Familie von Nettie Kinskis Vater Christian befanden. Christian Kinski hätte in Südmähren eigentlich das Schloss Lissitz im heutigen Lisice von seinem Onkel Albrecht Dubski geerbt, wo auch Marie von Ebner-Eschenbach häufig verkehrte. Durch die Beneš-Dekrete verloren aber sowohl die Familie von Christian Kinski als auch Albrecht Dubski ihre Besitzungen an den tschechischen Staat. Dein Vater ist in Kinski in Böhmen aufgewachsen, ist dort hinausgeschmissen worden. Ja. Die haben den Besitz verloren. Genau. Was hat er dann gemacht? Er ist dann in Österreich gelandet. Er hat uns immer erzählt, man hat ihm quasi aus dem Auto noch über die Grenze, hat ihm die Schuhe ausgezogen und hat ihm gesagt, so, und das war's jetzt, hinaus mit dir. Aber er war froh, dass er überhaupt lebend irgendwo angekommen ist. Sein Bruder ist gefallen im Krieg, der andere Bruder war schwer verletzt. Also er hat es noch ganz gut erwischt und ist dann im Zillertal gelandet. Und ist im Zillertal auf einer Säge gelandet, hat er diese Säge bewirtschaftet und war viele Jahre im Zillertal. So ist auch unsere Tirol-Connection ein bisschen. Wir sind ja dann auch im Zillertal gewesen und ich habe im Zillertal Skifahren gelernt und das war eine lustige Zeit dort. Der Papi ist ja bis zum Ende ein halber Tiroler geblieben. Wirklich? Ja, ja. Und das habe ich von ihm irgendwie ein bisschen geerbt, glaube ich. Das heißt, wir haben auch beide Tirolerisch gelernt. Du kannst... Ich spreche aber nur mit den Tirolern Tirolerisch, ich weiß mit das, dir ja. nicht. Ja, okay. Ich wollte jetzt kurz dich du möchtest herausfordern. genau, ja. Das heißt, ich weiß nie, ob es stimmt, ob du wirklich Tirolerisch kannst. Ich kann's, ja. Aber du bist ein bisschen wieder zurückgekehrt, back to the roots. Ja. Warum? Das hat sich vielleicht auch so ergeben, dass einfach die Eltern alt waren, der Papi krank war die letzten 10 Jahre, die Mami irgendwie verloren, nicht alleine weitergekonnt hat. Also habe ich mir gedacht, gut, ich bleibe jetzt auch einmal wieder ein bisschen im Waldviertel und habe dann auch hier angefangen, mich ein bisschen einzubringen. Ich mache einfach den Garten, ich mache den Haushalt, die Mami braucht ihre Pfleger, damit einfach alles läuft. Der Peter, mein Bruder, kümmert sich um alles andere, der hat genug zu tun. Ja. Deswegen bin ich wieder da und freue mich auch. Das ist mein Zuhause. Heute befinden sich die Wohnräume der Familie in einem Anbau der Burg, der deutlich wohnlicher ist als die vor allem im Winter unangenehm kalten Zimmer in der Burg selbst, in denen Nettie Kinski und ihre Geschwister aufgewachsen sind.
Du musst mich jetzt gleich verbessern, wenn ich falsch bin. Aber Ja. ich vermute, das war ein Badezimmer. Bravo, sehr gut, Danke, Kari. danke. Ja, das war das Badezimmer von den Eltern. War noch ein bisschen gemütlicher, wie es heute ausschaut. Aber wenn du zum Beispiel die Badewanne anschaust, die sind heute ganz modern, diese Formen der Badewanne. Das ist eine Darf Eine ich mich da Waage. draufstellen? Bitte stell dich drauf, ich glaube, sie funktioniert. Wirklich? Sollen wir schauen? Ja, natürlich. Was schätzt du, wie viel? Nicht dich anhalten. No. Nein, nicht. Na, was schätzen du? Was heißt Das nicht ist schauen? außerdem noch spiegelverkehrt. Toll. Jetzt bitte sag mir noch eine Sache. Wie hat man, gut, wenn man im Winter das hat geheizt, aber Ja, wie hat man hier da geheizt? hat man einfach Holz Na, schau hineingegeben. mal, wie und hat man sonst geheizt hier? Naja, das ist eine meiner wirklich schönsten Kindheitserinnerungen. Ich habe unten im Kinderzimmer geschlafen, mit einem Ofen von außen zu heizen. In der Nacht ist es dann ein bisschen kalt geworden. Und um 6 Uhr früh habe ich dann gehört, wie so komische Töne von außen. Und dann habe ich gewusst, A, ich kann noch eine Stunde schlafen, weil es ist 6 und um 7 muss ich aufstehen. Und B, wenn ich aufstehe, wird es warm sein. Also das sind so herrliche Kindheitserinnerungen, die ich irgendwie noch habe. Aber mühsam natürlich. Wie geht es da weiter? Das war Das auch die ist Wohnung? Schlafzimmer der Eltern, Salon und hinten Großeltern. Ja, da geht es dann Kannst du einfach dich weiter. ans Bad jetzt wirklich noch erinnern, dass es in Betrieb war? das Ja, Bad? natürlich. Echt? Ja. Im Ich war Winter? 10 Jahre alt, wie wir hier gewohnt haben. Ja, Und da hat man aber diese Nebenöfen, die hat man geheizt, auch der braune. Der ja, da die gestanden wurde ist. sicher geheizt und das sind alles Öfen, die man von außen geheizt hat. Aber immer ein bisschen kalt, oder? Immer ein bisschen kalt, weil du musstest ja ständig nachlegen. Obwohl erst Mitte des vorigen Jahrhunderts zugezogen, sind Nettie Kinski und ihre Brüder eng mit der Stadt Heidenreichstein verbunden. Und die Gassen und Plätze sind ihnen seit Kindheitstagen vertraut. Was ist das hier? Also das sind früher unsere Gästezimmer gewesen. Eure, nicht von den Rittern? Nein. Also da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Unsere Gäste haben hier gewohnt. Draußen ist hier der Gang und das war das einzig nicht Gemütliche an dem Zimmer. Da gehen 4-mal am Tag Führungen draußen vorbei. Und nachdem die Menschen ja neugierig sind, machen sie immer die Türen auf und schauen hinein. Und da haben sie halt unsere Gäste hier im Schlaf, im Bett erwischt, ja, sozusagen. Du, und Bad oder hat man hineingestellt? Ja, in die ich glaube, Badewanne, oder? so waschen war ja in dieser Zeit vielleicht ganz früher nicht so wichtig, aber es gab ein Bad natürlich. Also ja, das musst du suchen gehen. Sicher irgendwo zum Ausklappen oder? Eine sogenannte Klappbadewanne. Nein, war hier in der Wand und dann hast du hier ein Astloch gedrückt und dann ist hier die Türe ins Bad. Darf ich schauen? Ja, bitte, gerne. Das ist klassisch 1970. Fast museal, oder? Ja, sozusagen. Wurden die alten Ritterzimmer zu Gästezimmern umfunktioniert, so wurde der mittelalterliche Burghof im Sommer in ein Theater verwandelt, wo die Heidenreichsteiner Theatergruppen über viele Jahrzehnte auftraten. 1981 kam es zur Gründung der Bühne Heidenreichstein. Unter anderem, um Gäste mit einem ambitionierten kulturellen Angebot ins nördliche Waldviertel an die damals tote Grenze zu locken. Mit rund 60 Mitgliedern gehört die Bühne zu den größten Laientheatergruppen des Landes, die bislang Werke namhafter Autoren wie Goethe, Anzengruber oder Dürrenmatt zur Aufführung brachte. Jawohl, er geht auch viel mit Grafen und Fürsten um. Die erste Produktion der Bühne Heidenreichstein war 1981 Der Revisor von Nikolai Gogol. Nettie Kinskis Vater überließ zwar der Laienspielgruppe den Burghof, begeistert von den Aufführungen war er aber nicht. Vollkommen recht, Exzellenz.
Mein Vater hat das gehasst, weil er konnte mit dem Auto nicht reinfahren und er musste jeden zweiten Tag irgendwo durch den Garten in die Wohnung hinein. Also er hat es nicht so gern gehabt, aber er hat es natürlich auch erlaubt. Das Einzige war nur, es ist fast in jedem Stück ein böser Graf vorgekommen. Und er war dann, irgendwann ist er mal hingegangen und hat gesagt, so, ich möchte jetzt im Vorhinein wissen, was spielt ihr? Und ich will nicht, dass wieder ein böser Graf drinnen vorkommt, weil dann müsst ihr woanders spielen. Und hat er gewonnen? Er hat so halb gewonnen, würde ich sagen. Heute schätzen Gäste von Heidenreichstein neben den Burgspielen die Waldviertler Käsemacher und ein Museum, das dem Maler Franz C. gewidmet ist, von dem zahlreiche Gemälde der Burg Heidenreichstein stammen. Hauptattraktion der Gemeinde ist wohl der Naturpark Heidenreichsteiner Moor mit seinem rund 10 Hektar großen, offenen Hochmoor. Nettie Kinski selbst wandert gerne durch den Wald entlang der tschechischen Grenze, wo ihr Vater vor Jahren eine von der Familie Palffy gestiftete Kapelle renovieren ließ. Vor 1989 war es gar nicht so ungefährlich gewesen, hier so nah am Eisernen Vorhang spazieren zu gehen. Neben der Forstwirtschaft waren für Christian Kinski auch die Jagd und vor allem die Teichwirtschaft von großer Bedeutung. Mit dem Fischmeister Blananski stehe ich jetzt vor einem Brutteich bei Heidenreichstein. Wie viele Fische ungefähr haben Sie hier gefangen in dem Jahr schon, Herr Blananski, aus diesem Teich? Circa 30.000 einsämlich. Und ist die Fischzucht schon sehr alt im Waldviertel? Bestimmt Jahrhunderte. Also es geht bis ins Mittelalter zurück. Ja. Wie steht es mit den Teichen hier? Sind die künstlich angelegt? Alles künstlich angelegt. Die Teichwirtschaft ist heute verpachtet. Die Jagd hingegen ist noch Teil des Kinskischen Forstamts. So, hier verschiedene Trophäen. Ja, auch Dürnsteine, Großvater und Straßen, also ganz Steinbach, das sind hier. Franz Ferdinand schon wieder? Ja. Ist dein Großvater auch auf die Jagd mit ihm gegangen, oder nicht? Ich glaube, mein Großvater ging, glaube ich, mit ihm auf die Jagd, aber ich glaube, das ist alles hier konobischt. Da, glaube ich, war mein Großvater nicht, aber ja, vielleicht war er schon einmal dabei, aber er war ja ein großer Jäger, wie man weiß. Er war der größte Er war Jäger der seiner größte Zeit. Jäger überhaupt. Das sind Jagdabzeichen hier, das sind auch die verschiedensten Familien. Als Herzog Otto, das war der Bruder von Franz Ferdinand. Und das ist ein ganz berühmtes Pferd. Also von dem- Athos. Genau. Da geht es auch um den Distanzritt. Das ist Wien-Berlin. Und dieses Rennen hat damals ein Starnberg gewonnen. Die Kinskis waren immer berühmt Ja. pferdenärrisch. Total oder? pferdenarrisch, ja. Haben Ja. damals auch viele Rennen gewonnen in Ja, der Monarchie genau. und so Eben weiter. auch Pardubice. Das sind auch Jagdtrophäen. So. Das Das sind eigentlich die Feinde der Fischerei, die hier ausgestellt sind. Kormoran. Kormoran, der viel da war, ganz viel, Wirklich? aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich das total gelegt wieder und da hinten auch ein Feind der Fischerei.
Bist du eine Jägerin auch oder nicht? Nein, nein. Meine ganze Familie ist Jäger, die Mami auch. Echt? Ja, also die waren nie auf Treibjagden und so. Das war ja damals auch nicht wirklich so, dass man auf Treibjagden gegangen ist als Frau. Aber sie hat geschossen, sie hat auch den besten Bock in Niederösterreich geschossen, der jetzt unten hängt. Und ja, nein, und auch der Papi ist gern auf die Jagd gegangen, aber er war auch kein Schießer, wie man so schön sagt. Ich bin auch viel mitgegangen und ich bin auch immer diejenige gewesen, die ganz zufrieden war, wenn man einfach nur hinausgegangen ist und gesessen ist und nicht irgendwie, musste nicht geschossen werden. Es war für mich auch grauenvoll, weil jedes Mal, wenn der Papi geschossen hat, habe ich geglaubt, er kriegt einen Herzinfarkt. Er war so aufgeregt vorher und alles hat gezittert, der ganze Hochstand hat gezittert. Ich habe jedes Mal gedacht, so bitte, lass uns das gut überstehen. Während Nettie Kinski das Jagen und die Jagd ihren Geschwistern überlässt, kümmert sie sich lieber um das Museum und vor allem um die Veranstaltungen, die in den Museumsräumlichkeiten durchgeführt werden. Zu einem kulturellen Highlight in Heidenreichstein hat sich dabei das Festival Pfingsten entwickelt, das über die Grenzen des Waldviertels hinaus mit einem spannenden Programm Besucher anlockt. Intendant des Festivals ist Alf Kraulitz, der Gründer des Wiener Stadtfestes und erster Intendant des niederösterreichischen Donaufestivals. 3 Meter ist die Bühne. Der Künstlerauftritt ist von der linken Seite. Genau. Wir freuen uns, dass es hier stattfindet, weil ich meine, wir leben mitten im Ort, der Ort lebt mit uns. Wir leben mit dem Ort und ich finde, da muss das auch irgendwie ein Zusammensein geben. An dieser Wand hängt ein Teppich. Ja. Der scheint ein Gastgeschenk eines Sultans. Wir haben ihn einmal während einer Veranstaltung vom Marwan Abad übersetzen lassen. Der Inhalt ist der, es soll dir wohl ergehen und du bist ein besonders willkommener Gast. Und das richtet sich natürlich an alle eure Gäste hier. Fein. Wir freuen uns auch über diese Botschaft, die wir bekommen haben, dass jeder, der hier im Haus ist, sich wohlfühlt, dass ihm nichts passiert und dass alles unter dem Schutz steht. Und es ist auch hier noch nie was passiert. Wenn ich nämlich nachdenke, früher sind alle Führungen auf den Turm hinaufgegangen. Das ist lebensgefährlich eigentlich und es ist nie etwas passiert. Ein besonderer Bereich der Burg ist der Dachboden, der heute nur mehr für ihre Bewohner zugänglich ist. So kann. Jetzt sind wir am Dachboden. Das hätte ich nie vermutet. Nein. Aber ein toller, wunderschöner. Ja, nein, der ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und das ist hier einfach mein Refugium, weil es ist hier so friedlich, man ist hier alleine, man kann hier tun und lassen. Es ist so, ja, Stille und ich komme irrsinnig gern hierher zum Fotografieren, weil ich habe hier am Abend ein wunderschönes Licht, das kommt dann da hinten durch diese Fenster und dann wird das so ein warmes, schönes Licht und ich liebe einfach diesen Dachboden und ich ziehe mich hier zurück, wenn ich traurig bin, wenn ich fröhlich bin, es ist einfach hier meins so. Ich kann es nachvollziehen. Es Ja. hat ein bisschen was von einer Kirche, Ja, finde ich. vielleicht. Und es ist angenehm ruhig und hat eine gute Atmosphäre. Du fotografierst hier auch. Ja. Wo ist der Fotoapparat? Ja, oder? den habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil jetzt wollte ich dir ja den Dachboden zeigen. Aber ich komme hierher mit meinem Equipment und gehe dann da nach hinten. Und hier in diesem Kammerl, da habe ich ganz, ganz viele Dinge gefunden, die ich hier einfach versucht habe, schön in ein schönes Licht zu setzen. Du darfst gern hineinschauen. Schau das an. Das sind jetzt hier verschiedene... Das sind irgendwelche uralten Dinge, die hier seit Jahren vor sich hin tümpeln. Und da finde ich immer wieder irgendwas, was ich hier schön in Szene setzen kann und irgendwie mit schönem Licht. Das sind, wenn du willst, Versatzstücke aus der Burg. Ja, das sind irgendwelche Krüge, die sind sicher früher in den Gästezimmern gestanden. Wasser, das sind ein Klos, Klo, oder? genau. Und das war aber vielleicht aus der Kapelle, weil wir hatten ja eine kleine Kapelle, die jetzt nicht mehr Ach so. aktuell ist. Aber ja, und da war auch noch viel mehr da. Es wird immer weniger, weil wir auch ein bisschen aufräumen.
Das ist sehr interessant, was sich da alles gesammelt hat. Nicht wahr? Wunderbar. Ein kleines Kämmerchen hier. So, Kari, jetzt zeige ich dir noch ganz was Es geht Besonderes. weiter? Ja, Okay. du glaubst, wir sind schon am Ende? Was machen nein. Jetzt gehen wir ganz nach unten und gehen am Turm. Wir gehen hinunter auf den Turm. Bis zum Ende hier und hinauf Ach so. auf den Turm. Aber ich bin sehr schwindelig. Egal, wir passen auf Ja, dich. das weiß ich nicht. Das ist wirklich sehr große Angst. Nein, Wehe. ich pass auf. Doch einige Stufen geht's. Soll ich dir Einige helfen? Stufen, danke sehr. Du bist viel fitter als ich. Nein, hier bin ich wirklich von Kind an auf und ab geturnt. Und das hier ist der Bergfried. Das ist der Bergfried, ja. Der erst gebaute und älteste Teil der Burg. Damit hat man begonnen. Und auch hier komme ich wahnsinnig gern herauf. Fotografierst du auch hier, oder nicht? Ja, ich meine, hier habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu fotografieren, aber ich fotografiere hier auch ganz gerne. Ich gehe auch gerne hinaus. Aha, ist ein toller Blick. Ich bin ein bisschen schwindelig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, Karel, bleib an der Wand. Von der Errichtung des alten Bergfrieds bis heute sind viele Jahrhunderte ins Land gezogen. Manche Bewohner und auch so manche Besitzer der Burg Heidenreichstein sind mittlerweile in Vergessenheit geraten. Wenngleich viele von ihnen bis heute sichtbare Spuren ihres Wirkens in diesem alten Gemäuer hinterlassen haben. Teil der Geschichte der Burg ist nun auch Nettie Kinski. Ihre offene, herzliche Art trägt wohl das ihre dazu bei, dass sich der Festungsbau, der in früheren Zeiten die Bewohner von Heidenreichstein vor dem gewaltsamen Eindringen von Feinden, aber auch vor neuen Ideen und Bewegungen geschützt hat, immer mehr zu einem Ort entwickelt, der auf friedliche Weise Fremdes und Neuartiges ins nördliche Waldviertel hineinträgt. Auf diese Weise fungiert ein Herrensitz wie die Burg Heidenreichstein für seine Umgebung als wichtiger Brückenkopf zu den geistigen und gesellschaftlichen Zentren der Welt.